Nord bei Nordwest, das ist eine der beliebtesten deutschen Krimiserien. Und sie ist auch seit vielen Jahren meine Lieblingsserie. Seit 2014 wird Nord bei Nordwest in der Donnerstagskrimireihe der ARD gezeigt. 21 Folgen wurden bisher gedreht. Bis Sommer 2022 wurden 17 der Folgen gezeigt. Wir sind hier im Süden von Hamburg unterwegs. Rechts fließt die Elbe und wir suchen hier nach den Drehorten der Serie Nord bei Nordwest. Die Serie erzählt die romantisch-komödiantischen und skurrilen Geschichten um den ehemaligen Hamburger Polizisten Hauke Jacobs, der im Ort Schwanitz als Tierarzt arbeitet. Hauke Jacobs, den spielt Hinak Schönemann. Neben ihm spielen die zurzeit wichtigsten Rollen Jana Klinger als Polizistin Hanna Wagner und Marleen Lohse als Tierarzthelferin und spätere Tierärztin Jule Christiansen. Jana Klinger löste ab Folge 12 Henny Rehns als Polizistin Lona Vogt in der Krimireihe ab. In Nord bei Nordwest lebt Hauke Jacobs im Hafen des Ortes Schwanitz auf einem alten, bewohnbaren Schiff, der Princess of Schwanitz. Der ehemalige Polizist übernimmt in Schwanitz eine Tierarztpraxis und stellt die bisherige Arzthelferin Jule Christiansen ein, die später dann seine Partnerin in der Praxis wird. Hauke Jacobs kann von seinem alten Beruf nicht lassen und unterstützt die Ortspolizistin Lona Vogt, später Hanna Wagner, bei ihrer Arbeit. Später arbeitet er auch wieder offiziell als Polizist. Assistiert wird er dabei von Jule Christiansen. Ort der Handlung ist der Ort Schwanitz. Doch wo liegt Schwanitz? Angeblich auf der Insel Fehmarn. Doch auf der Ostseeinsel sucht man Schwanitz vergeblich. In Wirklichkeit reicht Schwanitz, nimmt man die Drehorte der Serie, von Fehmarn bis Hamburg. Selbst Neumünster und Ahrensburg bieten der Serie Drehorte. Denn Schwanitz besteht aus vielen Orten. Wir sind jetzt an der Elbe, in den südlichen Vororten von Hamburg. Hier liegen die Dörfer Altengamme und Neuengamme. Das sind Hamburger Stadtteile im Elbmarschgebiet der vier Lande im Bezirk Bergedorf. Wir fahren jetzt in das ländliche Altengamme, einem Teil der Vier- und Marschlande an der Elbe. Etwas über 2000 Einwohner hat das Dorf am Nordufer der Elbe. Eine enge Straße, Kopfsteinpflaster. Wir sehen Schilder. Gerade finden hier Dreharbeiten zu Nord bei Nordwest statt. Das Filmteam ist da. Kobold Nummer 4, das ist der Arbeitstitel der Folge. 2024 soll sie laufen. Da rechts, da ist die Polizeiwache von Schwanitz. Wir sind in der Nähe der Kirche. Wir fahren erstmal an dem Haus vorbei. Hinter dem Haus, da stehen die Wagen des Filmteams. Hinak Schönemann ist gerade mit dem Sportwagen vorgefahren. Das Haus, das bei Nordwest die Polizeiwache ist in Privatbesitz. Allerdings wohnen hier keine Mieter. Das Haus ist ein Filmhaus. Das heißt, es wird schon seit langem für Filmproduktionen vermietet. Auch eine Folge von Soko Hamburg und Die Männer vom K3 wurden hier gedreht. Außerdem noch einige andere Filme. Außerdem werden hier Werbe- und Katalogfotos gemacht. Vergleichen wir mal Screenshots aus Nord bei Nordwest mit der Realität. Hier sieht man die Straße, auf der öfter die Polizeiautos dann von der Wache aus wegfahren. Man sieht, da hinten ist das Haus, das man auch im Film sieht. Und dann der Eingang. Es werden die Polizeischilder aufgehängt bei den Dreharbeiten. Jetzt fehlen sie noch.
In Altengamme, ich meine, das liegt direkt an einer Großstadt, sieht es wirklich sehr ländlich aus und hier gibt es wunderschöne Häuser. Geparkt haben wir an der St. Nikolai-Kirche. Die Kirche war auch schon Drehort von Nord bei Nordwest. Gedreht wurde hier die Beisetzung der Polizistin Lona Vogt. Sie starb in Folge 11. Die Trauerfeier, die fand in der Kirche statt und beigesetzt wurde sie damals hier auf dem Friedhof. Knapp 4 Kilometer entfernt von Altengamme liegt der Ort Neuengamme. Das ist ein Straßendorf entlang des Flussdeichs an der Dover Elbe. Die Straße führt übrigens auf der Deichkrone lang. Neuengamme hat fast 4000 Einwohner. Hier befindet sich der Drehort Tierarztpraxis. Das Haus liegt an der Hauptstraße. Die Tierarztpraxis, die ist übrigens echt. Das war die Tierarztpraxis eines richtigen Tierarztes, der seine Praxis an das Filmteam vermietet hat. Das heißt, die Inneneinrichtung ist echt und original. Nachdem der Tierarzt verstorben war, mietete die Produktionsfirma das Haus und dreht hier weiterhin. Hier können Hauke Jacobs und Jule Christiansen weiterhin Hunde, Vögel, Kühe und so weiter ärztlich betreuen. Wir fahren weiter nach Geesthacht an der Elbe. In Schwanitz gibt es natürlich auch ein Hotel. Bei Nordwest heißt das Pension Ahab. Wir sind hier im Herzogtum Lauenburg, südöstlich von Hamburg. Geesthacht ist mit etwa 30.000 Einwohnern die größte Stadt des Kreises Herzogtum Lauenburg. Das Stadtgebiet grenzt unmittelbar an den Hamburger Stadtteil Altengamme. Die Filmpension Ahab, das ist in Wirklichkeit das Hotel zur Post. Das Hotel an der Elbstraße mit Gaststube, Zimmer und Saal hat den Charme der 60er Jahre. Mal tagt hier im Film der Jägerstammtisch, hier fanden die Schwanitzer Dorschwochen statt und hier tagt auch schon mal der Verband der Bestatter. Angeblich wird das Hotel zur Post bei Kobold Nummer 4 das letzte Mal Drehort sein. Das Hotel wird restauriert und umgebaut. Es soll zu einem Schmuckstück werden. Bei Nordwest wird man also demnach ein neues Hotel brauchen. Das Hotel zur Post ist generell ein beliebter Drehort gewesen. Hier wurden schon Szenen gedreht für das Erbe der Guldenburgs, für den Tatort Das Zittern der Tenöre und das Haus war Kulisse für einen Film über den Kieler Matrosenaufstand. Wir fahren weiter zum nächsten Drehort, Travemünde bei Lübeck. Wir sind in der Lübecker Bucht gegenüber der Halbinsel Priwall. Dort werden übrigens öfters Strandszenen gedreht. In Travemünde dreht man auch manchmal in den Altstadtstraßen bei der Kirche oder eben im Hafen. Dort nämlich gibt es eine Autofähre. Zwar ist die Insel Fehmarn, wo Schwanitz liegen soll, durch die Fehmarn-Sundbrücke mit dem Festland verbunden, doch in der Krimiserie, da spielt die Brücke keine Rolle, vielmehr, sie existiert gar nicht. Von Schwanitz aus gelangt man nur per Autofähre ans Festland bzw. vom Festland auf die Insel. Diese Szenen werden in Travemünde gedreht, und zwar in diesem kleinen Fährhafen. Dort, wo die Fähren im Minutentakt hin und her fahren. Von hier geht es auf die Halbinsel Priwall. Die Priwall-Fähre Pötenitz hat auch schon mal eine größere Rolle in einer Folge gespielt. Das ist das Gelände, wo man dann im Film auf die Fähre wartet, beziehungsweise wo man ankommt. Altengamme, Neuengamme, Geesthacht, Travemünde. Wir fragen uns, was wird denn überhaupt auf Fehmarn gedreht?
Doch eine ganze Menge Szenen werden dort gedreht. So stehen zum Beispiel die Wohnhäuser der beiden Polizistinnen, die in der Serie mitspielten, auf Fenmar. Nahe dem Strandparkplatz Pützsee steht der Jimi Hendrix Gedenkstein. Der Stein erinnert an ein Open-Air-Konzert, das hier 1970 stattfand. Das 3 Tage Love and Peace Festival sollte das deutsche Woodstock werden, es war aber ein kleines Fiasko. Das Wetter spielte nicht mit, es gab Sturm und Regen. Viele angekündigte Künstler kamen erst gar nicht und die 25.000 Besucher waren unzufrieden. Allerdings Höhepunkt war der Auftritt von Jimi Hendrix. Der Auftritt war sein letztes Open-Air-Konzert, denn wenige Tage später starb Jimi Hendrix in London. Der Gedenkstein steht ungefähr dort, wo damals die Festivalbühne stand. Wer hier steht, der kann von hier aus den Drehort sehen, der bei Nordwest das Haus von Lona Vogt war. Auch Lona Vogts Nachfolgerin Hanna Wagner wohnt auf Fehmarn. Ihr Haus befindet sich am Südstrand der Insel. Es steht auf dem Gelände von einem Campingplatz und wird als Ferienhaus vermietet. Das ist allerdings ein Privatgelände. In vielen Szenen ist der Flügger Leuchtturm zu sehen. Der Leuchtturm aus gelb-rotem Backstein ist rund 40 Meter hoch und man kann ihn besichtigen. Ebenfalls gedreht wird oft am Flügger Strand, am Strandhof Flügge und am Campingplatz Flügger Strand. Im Landesinnern, da liegt Petersdorf. In vielen Szenen sieht man die Polizisten im Streifenwagen über die Landstraße der Insel fahren. Oft sieht man im Hintergrund diese markanten Bauten, ein Silo und diese Kirche. Hier mal wieder ein Screenshot. Hier sieht man den Streifenwagen. Das da ist das Silo und daneben ganz links, das ist die Kirche von Petersdorf. Und so sieht es in der Realität aus. Rechts das Silo und links die Kirche von Petersdorf. Und dann schauen wir uns die Kirche von Petersdorf mal näher an. Das ist die St. Johanniskirche aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Der Kirchturm, der stammt von 1567 und er ist mit 64 Metern Höhe der höchste Kirchturm von Fehmarn. Und das hier, das ist einer der viel gezeigten Drehorte, der Hafen von Schwanitz. Der Drehort liegt in einem Ort mit Namen Ort mit TH, ein Sportboothafen. Hier werden die Hafenszenen gedreht. Achtet mal auf das Straßenpflaster. Hier tauscht man das Schild Hafenort einfach gegen Hafen Schwanitz aus. Und hier liegt auch das Hausboot von Hauke Jacobs, die Prinzess auf Schwanitz, die ja in Wirklichkeit Seeadler heißt und eigentlich in einem anderen Ostseehafen liegt. Die Seeadler kommt nur zu Dreharbeiten nach Ort. Dann legt sie am gegenüberliegenden Ufer an. Der Hafen ist dann zum größten Teil geräumt, also nicht voller Boote so wie heute.
An den Häusern hier sieht man, wo die Dreharbeiten stattfinden. Etwas weiter entfernt im Hafenbecken, da findet man den Imbiss Kap Ort. Der Imbiss war auch schon Drehort. Die Häuser des Ortes Ort. Ich glaube, es gibt etwa 30 Einwohner hier. Das ganz woanders hin. Im Hafen gibt es auch Restaurants, die aber, glaube ich, bisher noch nicht Drehort waren. Das war's dann von den Drehorten der Serie Nord bei Nordwest. Wir haben die Frage geklärt, wo liegt Schwanitz? In diesem Sinn, tschüss.